Ich hatte nur noch eine Augenbraue im Gesicht und irgendwann wurden die Löcher so groß, dass die sich dann auch verbunden haben. Ich bin Leonie und 26 Jahre alt. Ich habe Alopecia seit 5 Jahren. Alopecia ist eine Autoimmunerkrankung und wird auch kreisrunder Haarausfall genannt. Ich war mit einer Freundin Kaffee trinken und irgendwann habe ich in den Spiegel geguckt und gesehen, dass ich eine kleine Lücke an der Augenbraue habe. Ich habe mir dann nichts weiter gedacht, aber irgendwann wurde die Lücke immer mehr und ich hatte nur noch eine Augenbraue im Gesicht. Und dann bin ich mal zum Hautarzt gegangen. Ich hatte schon Angst. Also ich wusste jetzt nicht, wie es weitergehen wird. Kommt die Augenbraue wieder oder wird es noch mehr am Körper? Und der Hautarzt sagte, mach dir keinen Kopf, das ist nur die Augenbraue, die kommt auf jeden Fall wieder. Das ist so eine kleine Lücke. War leider nicht so. Mit der Zeit ging es dann auch am Hinterkopf los. Irgendwann wurden die Löcher so groß, dass die sich dann auch verbunden haben. Am Anfang hatte ich große Angst durch den Haarverlust und wusste nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Habe mir meine Augenbraue geschminkt, damit die anderen Menschen nicht sehen, dass was mit mir nicht stimmt. Am Anfang habe ich mich mehr zurückgezogen, aber als die Haare immer mehr weggegangen sind, habe ich mich dann damit auseinandergesetzt und habe dann auch versucht, Perücken auszuprobieren und mich aber dagegen entschieden. Besonders schlimm fand ich die Woche, bevor ich die Glatze bekommen habe, weil ich einfach nicht wusste, wie es sein wird für mich mit der Glatze. Da habe ich sehr, sehr viel geweint, war krankgeschrieben in der Woche auch. Und dann habe ich mir eine Pro- und Kontraliste gemacht und hatte mehr Positives für eine Glatze draufstehen. Und habe dann zu einer Freundin gesagt, okay, du kannst mir die letzten Haare abrasieren. Ja. Als ich mich das erste Mal mit Glatze gesehen habe, war ich schon echt überrascht und auch überwältigt. Ich dachte damals, dass ich weinen würde, während mir die Haare abrasiert werden, aber ich war immer mehr am Strahlen und am Lachen und habe gemerkt, dass mir irgendwie auch ein riesiger Stein vom Herzen genommen wurde. Also mit den Haaren ist auch quasi die Last der letzten Monate weggegangen. Wenn du Alopecia hast, rate ich dir, wenn du dich selbst akzeptierst, dann tun das auch die anderen. Sehe auf jeden Fall deine Glatze nicht als Handicap an. Die Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf mich. Die meisten sind eigentlich positiv und sagen, wow, das steht dir, das finde ich toll, dass du das machst. Also es kam auch schon ein Mädchen auf mich zu und sagte, ich möchte jetzt auch zum Friseur. Da war ich schon ziemlich überrascht. Aber ich konnte mir auch schon einige Sprüche anhören. Oh, welchen Krebs hast du denn? Ich hätte mir die Glatze selber ausgesucht. Ich wurde auch schon mal ey du Nazi betitelt. Und als ich in Reha gehen wollte, hieß es nur, glaubst du ernsthaft, du kriegst dadurch deine Haare zurück. Ich war sehr geschockt, als ich das gehört habe und konnte damit überhaupt nicht umgehen und ja, war verletzt und traurig auch, ja. Unterstützt hat mich meine Familie und meine engsten Freunde und da bin ich auch sehr froh, dass die an meiner Seite waren. Als ich Leonie das erste Mal getroffen habe, da dachte ich direkt, okay, da steht ein netter, offener Mensch vor mir. Sie ist die Freundin vom guten Freund von uns, den wir schon lange kannten und sie ist direkt eingeschlagen wie eine Bombe. Wie Leonie mit ihrem Haarausfall umgeht, das finde ich eigentlich wirklich richtig, richtig toll, weil sie sagt, ich bin so wie ich bin, das ist toll, ich stehe dazu und versuche halt das Ganze zu nutzen, um Leuten auch Mut zu machen, dass sie selber auch so sein können, wie sie sind. Ich finde, Schönheit kommt auf jeden Fall von innen nach außen. Ich habe mir auch am Anfang dann immer gesagt, ein schönes Gesicht braucht Platz. Ja. Ich habe von Anfang an sehr offen über die Krankheit gesprochen, habe auch Bilder gemacht, habe dann auch geschrieben, das bin jetzt ich und habe dann direkt das erste Glatzenbild gepostet. Das finde ich einfach sehr, sehr mutig, direkt zu sagen, ich gehe ohne Perücke raus und ich verstecke mich nicht einfach hinter irgendwas, weil ich bin nun mal so und wem es nicht passt, der muss halt weggucken. Dann wurde ich auf Social Media angeschrieben, immer von Fotografen und haben gefragt, ob ich nicht mal von denen fotografiert werden möchte. Und so kam das Ganze mit dem Modeln so ins Rollen. Social Media hat für mich schon eine ziemlich große Bedeutung, weil ich selber damals auch nach Alopecia geguckt habe und mir andere Frauen mit Glatzen angeguckt habe und mir gedacht habe, so cool möchte ich auch sein. Ich möchte Alopecia bekannter machen und einfach das Schubladendenken beseitigen. Ich bekomme oft positives Feedback von anderen Betroffenen, die sich noch nicht trauen, mit einer Glatze aus dem Haus zu gehen und sagen, ich sei eine Botschafterin für die. Die Krankheit hat mich schon sehr verändert. Also wenn ich so zurückblicke, war ich auf jeden Fall eher ein Mauerblümchen und habe mich hinter meinen Haaren versteckt. Und durch die Glatze bin ich viel, viel selbstbewusster geworden. Ich bin dankbar dafür, dass ich gelernt habe, so gut mit meiner Glatze und mit Alopecia areata umzugehen. Ich finde es schön, wenn die Welt lernen würde, mehr positiv zu denken und mehr zu lachen.